Upcycling. Denkt ihr dabei auch an hässliche Gegenstände, die keiner haben will? Falsch gedacht. Und um euch das zu zeigen, mache ich mich auf den Weg ins Atelier von Hanna und Julia. Die beiden haben Dzaino gegründet, ein faires und nachhaltiges Taschenlabel, mit dem sie einen wichtigen Beitrag zu sozialen Projekten und zur Müllreduzierung leisten. Mich interessiert, warum. Gab es bei euch so ein Erlebnis, wo ihr gesagt habt, ich muss irgendwie nachhaltiger leben, oder ist es schon immer so gewesen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt bei euch im Leben war? Ja, ich würde sagen, dass an sich die Nachhaltigkeit oder auch so das Thema Achtsamkeit ist schon für uns so persönlich ein sehr wichtiges Thema so im Alltag, im Leben. Jetzt bezogen auf das Design oder unser Label gab es schon einen Punkt bei mir auf jeden Fall, als ich in Korea war. Da habe ich für das Redesign-Label Recode gearbeitet und da hatte ich das erste Mal so das Gefühl, wow, man kann wirklich Upcycling, Redesign machen mit einem guten, coolen Look, ohne dass es immer so gebastelt aussieht oder als wäre es irgendwie so ein Do-it-yourself Ästhetik, also wirklich sehr, sehr hochwertiges Upcycling, und das hat uns dann so inspiriert, irgendwie auch anzufangen und zu sagen, okay, wir machen auch Upcycling, aber ohne diesen typischen Upcycling-Look. Deswegen finde ich es so spannend, was man eigentlich eben aus diesen Materialien eben machen kann, die schon da sind, wie die sich verändern, wie die Ästhetik sich verändert. Ihr habt einen spannenden Prozess, was man jetzt hier noch gar nicht sieht. Wo kommen die Jeans eigentlich her? Was passiert eigentlich, bevor jetzt ich als Konsument im Laden oder dann wahrscheinlich online eure Tasche kaufe? Das ist ein langer Weg. Also unsere Jeans, also das Rohmaterial, die gebrauchten Jeans, der sogenannte Post-Consumer Waste, kommt hauptsächlich von der Stadtmission in Berlin. Da haben wir eine Kooperation. Wir kaufen also diese ganzen alten Jeans ab und teilweise kriegen wir aber auch Spenden oder einfach alte Jeans von Freunden oder irgendwelchen Leuten, die hier vorbeikommen. Dann müssen wir das Ganze erstmal so ein bisschen selektieren, weil wir tatsächlich auch nicht alle Jeans benutzen können. Wir brauchen schon relativ unflexible Materialien, also zu viel Stretch ist nicht gut für so eine robuste Tasche. Das heißt, wir sortieren einmal aus oder es wird für uns teilweise auch in der Stadtmission schon vorsortiert. Dann haben wir Fahrradkuriere, die das alles in Berlin in eine Wäscherei bringen, bei den Delfin-Werkstätten. Das sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dort wird das dann alles ordentlich gewaschen, weil das natürlich auch sein muss. Und dort passiert auch schon der erste Schritt, dass die ganzen Jeanshosen auseinandergeschnitten werden, damit wir quasi flache Materialien haben, aus denen wir dann später den Zuschnitt machen können. Und wir schneiden dann die Schnittteile zu und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt im Prozess, und zwar so dieses Patchwork-Kombinieren von den einzelnen Teilen. Das ist tatsächlich uns auch sehr wichtig, da wir wirklich sehr viel Wert legen auf die Ästhetik und das minimalistische Design. Das heißt, also ihr seid zu zweit, im Moment zu dritt, Genau. hier vor Ort, aber eigentlich sind total viele Menschen an einer Tasche beteiligt, oder? Ja, auf jeden Fall. Allein wenn ich es mir bei euch vorstelle, jetzt ich hätte eine Karte, dann würde eure Tasche schon so einen Weg hinlegen, dann kann man das mal vergleichen, wie das eigentlich ist bei einem T-Shirt, was aus China kommt. Oder Es ist ja auch so absurd, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit auch in so einem, also nicht nur Materialressource und Weg und so, sondern einfach Zeit in so einem T-Shirt steckt, dann wird es gekauft und dann wird es vielleicht nach einer Woche wirklich schon so. Also was man sich auf jeden Fall merken kann, ist, wenn man sich ein T-Shirt für 3-4 Euro kauft, das ist auf jeden Fall nie im Leben ein gutes Produkt. Das T-Shirt macht so einen Weg, auch wenn es jetzt nur in Deutschland wäre. Da kann das T-Shirt einfach nicht 3 Euro kosten. Es ist einfach nicht fassbar. habt ihr vielleicht Tipps für den Konsumenten? Also jetzt guckt der Zuschauer sich das Video an und denkt, finde ich total cool das Prinzip und ich würde eigentlich gerne was machen, aber ich weiß nicht so richtig. Also was kann ich machen? Ja, also erstmal interessiert sein und sich informieren ist immer eine gute Option, oder ganz einfach immer sich zu überlegen, wenn man jetzt kurz vor so einem Kauf eines Kleidungsstückes steht, nicht einfach zu kaufen, weil man vielleicht irgendwie gerade schlechte Laune hatte oder einen schlechten Tag und jetzt will man das irgendwie kompensieren, sondern dass man sich wirklich überlegt, brauche ich das jetzt wirklich? Ist es auch wirklich das, was ich haben will? Oder kaufe ich das jetzt nur, weil es gerade irgendwie billig ist? Dann ist natürlich auch wieder die Frage, also einerseits diese Konsumfrage, wie konsumiere ich, aber dann auch, was konsumiere ich? Und das ist ja genau der Punkt, so dieses, wenn ich jetzt immer zu Primark laufe und mir da 30 Taschen voll irgendwas kaufe und das ist halt in den schlechtesten Bedingungen entstanden, setzt man ein Statement letztendlich unbewusst auch vielleicht erstmal mit, weil man sich einfach keine Gedanken drüber macht. Berlin ist eine der Städte, wo, sag ich mal, Secondhand oder jetzt Vintage, das ist ja total angesagt. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich eben auch trotzdem total fashionmäßig anzuziehen und nicht sich ein Billo-Produkt aus dem Primark zu kaufen. Interessant, weil es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Siegel und das heißt, eigentlich muss ich als Konsument dann doch auch recherchieren und schauen,
was liegt dahinter, ist ja nicht immer so leicht. Das ist für uns oft auch selber manchmal, wenn wir uns Klamotten kaufen wollen, schwierig, weil es ja diesen typischen Siegeldschungel gibt. Also zum Beispiel GOTS oder Ökotex-Standard. Das sind so Siegel, die bedeuten, dass die gut produzierte Ware quasi zertifizieren. Aber was ganz gut ist, auf der Greenpeace-Seite kann man eine sehr schöne Übersicht bekommen über Siegel für die Textilbranche. Das ist ganz schön. Also da gucken wir selber manchmal rein, wenn wir vergessen haben, was es eigentlich alles sonst noch so gerade gibt. Wir haben da so einen großen Einblick, aber trotzdem sind wir noch immer wieder an so Punkten, wo wir merken, so, wow, gibt noch viel zu tun auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell auch so ein Projekt, wie wir unseren eigenen Müll letztendlich auch noch weiter verwerten können. Da arbeiten wir jetzt gerade mit einer Weberin zusammen hier in Berlin. Und die macht aus den Resten und auch aus Jeanshosen aus Elastan, die wir eben nicht benutzen, Teppiche. Dann ganz lieben Dank, dass ihr heute hier sein durften bei euch. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich bin von Julia und Hanna beeindruckt. In Dingen, die die meisten Menschen als Müll betrachten, sehen sie Ressourcen, die weiter genutzt werden können. Mit Dzaino beweisen sie, dass Upcycling minimalistisch, modern und sozial sein kann. In Zeiten, in denen unser Planet mehr und mehr im Müll erstickt, ein Konzept, von dem sich viele große Firmen noch etwas abgucken können und sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen euch noch interessieren.